Back to Baba. Gestern hatte ich deine Schwägerin angerufen. Gefragt, wann redet ihr endlich über Frauen im Leadership, Frauen in Führungspositionen? Ja. Wie war da deine erste Reaktion? Selbstverständlich irgendwie. Ja, man schaut ja auch, wir können sehen, wer diese Sendung, diesen Podcast folgt. Und ich glaube, wir schulden es auch dieser Gruppe aller Frauen da draußen, mal über das Thema zu sprechen. Unsere Frauen verfolgen diesen Podcast. Wie gesagt, meine Schwägerin schaut diesen Podcast und da kamen natürlich Fragen auf. Und insofern, glaube ich, haben wir auch eine Verantwortung als Führungskräfte, einer großen Organisation auf das Thema eingehen zu wollen, oder? Mhm. Und nicht nur in ist dem Fall natürlich nicht nur schon Frauen. ein Hot Topic, auch für uns nicht ganz einfaches Topic, weil hier sitzen zwei Männer, die haben natürlich leicht zu reden. Ja. Aber wenn du an Frauen in Führungspositionen denkst, was fällt dir da spontan ein? Woran denkst du da? Ich habe Fragezeichen, also ich verstehe natürlich, warum es hinterfragt wird, aber für mich hat es nie eine Rolle gespielt, welche geschlechtliche Orientierung, welches Geschlecht, welche Hautfarbe du hast. Das war mir immer völlig egal, weil es war auch nie fremd für mich irgendwie. Ja, und ich habe schon sehr früh, ich hatte damals ich habe ja schon über Basketball gesprochen, ich hatte bei Bayer Leverkusen eine weibliche Trainerin und habe das in jungen Jahren schon erfahren, so als Jugendlicher, 16, 17, 18, wie das ist, unter einer Frau Basketball zu spielen, in einem damals schon noch männlich orientierten Und wie war das? Welt. Was war anders? Gar nichts. Gar nichts? Also ich habe bis heute ich habe es immer geschätzt, eine weibliche Führungskraft zu haben. Die Frage ist ja immer, wie du mit deiner Vorgesetzten umgehst. Und ich habe immer sehr frei, mit offenem Herzen ausgesprochen, was ich fühle, was ich denke. Und dann muss die andere Seite damit irgendwie umgehen können und mir ein Feedback darauf geben. Aber ich habe nie irgendwie aufgrund, wie gesagt, der unterschiedlichen Situationen war ich nie anders. Und ich glaube, wenn du nie anders bist oder sorgsam bist, irgendwie, wie du kommunizierst, was du sagst, glaube ich, funktioniert es sehr gut. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich an Frauen denke, dann muss ich vielleicht wieder so ein bisschen stereotypisieren zwischen Mann und Frau. Aber ich glaube, dass eine Frau eigentlich eine bessere Führungskraft ist als ein Mann. Der Mann ist so ein bisschen so der Hauruck-Typ, der denkt nicht so viel drüber nach, der macht es jetzt einfach und wie gesagt, das ist ein sehr schwarz-weißes Bild. Ja. Aber ich finde, dass eine Frau generell im Wesen viel feinere Sensorik hat, um Emotionen, um Dinge zu fühlen, zu erkennen und darauf eingehen zu können. Also wir sehen es doch irgendwie auch zu Hause. Also ich glaube, in den meisten Beziehungen wirst du gut geführt zu Hause? Werde ich gut geführt zu Hause, ja. In der Diktatur, die da zu Hause stattfindet, die ich dann vielleicht auch brauche. Aber ich finde, dass eine Frau eine gute Managerin ist und mit sehr viel Wärme irgendwie führen kann. Was ich über die Jahre habe feststellen dürfen, ist manchmal, dass in einem männlich dominierten Berufsbild eine Frau vielleicht dazu neigen könnte, so sein zu wollen wie ihr Umfeld, ja, und dann vielleicht so ein bisschen garstig und rau wird, so extra tough sein will. Und ich finde, das muss die Frau gar nicht, sondern sie soll einfach so sein, wie sie ist, ja. Und ich glaube, das sollte schon so auch akzeptiert sein in der heutigen Welt. Ja, aber leider ist es irgendwie noch nicht Usus. Also es ist noch nicht in der Realität angekommen. Auch bei uns in der Firma. Wir arbeiten ja schon seit Jahren jetzt wirklich sehr, sehr, sehr intensiv daran, Frauen in Führungspositionen zu bringen, weiter zu fördern. Wir wissen ja und wollen das auch, dass da auch Parität in der Führungsriege irgendwo herrscht, haben es bislang aber noch nicht 100% erreicht. Wir haben Schritte gemacht, wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg, aber Männer dominieren immer noch die Führungsetage. Woran liegt das? Ja, du darfst nicht vergessen, das Zeitfenster, in dem du in der Regel Karriere machst, ist halt sehr häufig, geht einher mit dem Zeitfenster, in dem du an Familienplanung denkst. Ja? Und schau mal, ich meine, du kommst aus der Universität, hast einen Master gemacht, sammelst dann in der Regel vielleicht bei 2, 3 Unternehmen deine Berufserfahrung, 4, 5, 6, 7 Jahre und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wann du in der Regel irgendwie Führungsverantwortung bekommst. Und das ist dann aber auch sehr häufig die Phase, in der eine Frau irgendwie Familienplanung hat und schwanger wird und dann quasi erstmal für eine Weile weg ist und dann wiederkommt. Und die Situation zu Hause verändert sich ja dann so stark. Und ich meine, wir müssen uns am Ende auch nichts vormachen. Also in meinem Bekanntenkreis, in der Schule, ich habe einen 8-jährigen Sohn, egal wo ich hinschaue, ist die Frau dennoch nach wie vor diejenige, die
die das Großteil der Kindererziehung erledigt. Ja, also wir können ja jetzt nicht irgendwie eine Welt irgendwie kreieren oder malen, die so real ist. Am Ende ist es so in vielen Fällen. Und ich finde das total schwierig für eine Frau, weil auf der einen Seite, wenn sie nicht arbeitet, heißt es, wie? Warum stellst du dich denn selber zurück? Warum arbeitest du denn nicht? Warum füllst du kein für dich erfülltes Leben? Ja, dann kommen da Fragezeichen auf. Oder du arbeitest und es heißt, oh, du bist ja eine Rabenmutter, du kommst erst und holst dein Kind irgendwie um 18 Uhr aus dem Kinderhort oder 17.30 Uhr. Wie funktioniert denn das? Warum hast du dich überhaupt für eine Familie entschieden? Dann ist natürlich noch die Frage, okay, wer bleibt überhaupt zu Hause? Teilzeit, Vollzeit? Ja, arbeiten beide? Steckt der Mann ein? Ich finde, das ist eine schwierige Entscheidung, die da zu treffen ist, gerade auch aufgrund deiner Liebe, die du ja trotzdem auch zu deinen Kindern hast, ja. Und dann, wenn du wieder zurückkommst, wie sieht dann die Welt aus? Weißt du, ich habe so eine gute Erfahrung, also bei uns ist es so, dass meine Frau quasi in Teilzeit arbeitet und ihre Welt, wenn sie krank ist, springe ich ja in ihre Welt. Und die Welt sieht so aus, dass sie in der Regel bis 14 Uhr arbeitet, dann holt sie den Kleinen um 15 Uhr ab aus dem Kinderhort, also aus dem Schulhort, dann holst du ihn ab, dann musst du irgendwie einen Nachmittagssnack besorgen, ja, dass er was gegessen hat, weil er in der Schule in der Regel nicht so gut isst, der ist 8. So Nachmittagssnack, dann musst du Hausaufgaben mit dem machen. Ja, es geht schon früh los in der Grundschule, hätte ich gar nicht gedacht, dass die da schon so Gas geben mit Zeugnissen und Noten und so weiter. Dann musst du über das Abendessen nachdenken. Gleichzeitig irgendwie hast du Wäsche zu Hause, dann musst du ihn ins Bett bringen. Also dieser ganze Tag endet dann irgendwann abends, wenn das Kind schläft und dann geht's wieder los. Und während aber das Ganze stattfindet, endet ja die Geschäftswelt nicht. Da kommen die ganze Zeit E-Mails. Ding, 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 ding. Geht eine E-Mail nach der anderen ein. Menschen versuchen dich zu erreichen. Meetings sind teilweise noch nachmittags, obwohl sie morgens sein sollten, weil die Frau in Teilzeit arbeitet. Das ist eine sehr taffe Welt. Und wenn meine Frau krank ist und ich das eine Woche gemacht habe, denke ich danach so, wow, und habe erstmal viel mehr Respekt vor dem, was sehr häufig die Frau da zu Hause leistet. Und insofern möchte ich das an dieser Stelle auch mal loswerden. Ich glaube, dass egal in welcher Konstellation, immer die Familie den Unterschied macht. Man könnte jetzt sagen, der hat Karriere gemacht, aber am Ende ist es immer das Gesamtteam, das Karriere macht. Mit allem, was dazugehört. 100%. Auch mit dem, was da im Privatleben gemanagt wird und stattfinden muss, damit dann die jeweilige Person Karriere machen kann. Aber die Gesellschaft gibt der Frau keine Anerkennung dafür. Ja, wenn du jetzt Karriere machst, dann gibt die Gesellschaft dir Anerkennung, aber nicht der Frau, die hinter dir steht. Ja. Wissend, dass es eigentlich nicht geklappt hätte ohne die starke Frau im Hintergrund. Total. Also von daher müssen wir da wahrscheinlich als Gesellschaft noch weiter dran arbeiten, dran justieren, auch logistisch einfach viel besser uns auf die Situation einstellen, sodass Frauen, wenn sie den Wunsch haben, nach relativ kurzer Zeit wieder zurück ins Arbeitsleben zu kommen, dass das einfach funktionieren kann, ohne dafür stigmatisiert zu werden, verurteilt zu werden oder irgendwie in die Ecke gestellt zu werden. Und ich glaube, da sind wir alle in der Schuld. Wir müssen da jetzt wirklich alle noch mehr mit anpacken und dafür sorgen, dass die Situation in der Zukunft so ausschaut, dass beide Geschlechter einfach die Chance haben, hier Karriere zu machen. Ein Punkt, der mir auch in dem Zusammenhang immer wieder auffällt, und das finde ich wirklich schade, das bemerke ich auch in meinem Umfeld, ist, dass Frauen, obwohl sie gut sind, teilweise besser sind, am Ende sich nicht so viel zutrauen. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ja, das ist ja immer das ist natürlich auch wieder sehr pauschal schwarz-weiß. Zweifel entstehen, ne? Ja, ich meine, Männer, die können etwas zu 50%, stellen sich irgendwie auf die Bühne und hauen was raus und gehen da sehr selbstbewusst irgendwie mit Themen um. Frauen können es vielleicht zu 100%, aber zweifeln daran, ob sie es irgendwie können, weil sie da irgendwie ein Thema mit dem Selbstbewusstsein haben. Das ist vielleicht auch noch etwas, was wir vielleicht irgendwie in den Griff bekommen müssen. Insofern, als dass wir den Frauen dann noch mehr Mut, Selbstvertrauen zusprechen müssen. Ja, und klar, Organisation, der Arbeitsmarkt hat sich aber dennoch auch zu entwickeln. Wenn du mal schaust, welche Positionen in Teilzeit offeriert werden auf dem Markt, dann sind das in der Regel keine Führungspositionen, sondern sind das sehr, sehr häufig einfache Sachbearbeiterjobs. Und auch das ist sehr schade. Man kann ja schon die Selbstverantwortung, der Skill zu organisieren, ja, da ist ja dadurch, wenn du Familienmanagerin bist und in Teilzeit arbeitest und dann auch die Hobbys deiner Kids managst und alles, was dazugehört, dann bist du einfach ein sehr guter Manager, eine sehr gute Managerin. Und es ist sehr schade, dass auch der Arbeitsmarkt oder die Gesellschaft, die Unternehmen sehr reduziert mit qualitativen Inhalten in Teilzeitjobs umgehen. Das finde ich sehr schade.
Ja gut, es betrifft auch die Zielgruppe Ü50, Ü55. Ich meine, das sind ja super qualifizierte, erfahrene, tolle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen darunter. Die bekommen weniger eine Chance und Teilzeit, wie du sagst, auch weniger eine Chance. Das sehen wir ja auch durch das Portfolio an Jobs, die wir anzubieten haben. Und das im Jahr 2023, bald 2024, das ist schon für mich überraschend. Ja. Auch vor allen Dingen, wenn man sieht, dass der Druck, was Arbeitskräfte anbelangt, also sprich Mangel an Arbeitskräften, an Fach- und Führungskräften, dass da trotzdem noch nicht dieser Sprung passiert ist, das überrascht mich schon sehr. Ja, und auch vielleicht ein Hinweis an die Männerwelt da draußen. Ich bin da wirklich fest von überzeugt, ja. Also wenn meine Frau den in Anführungszeichen größeren Job hätte und deutlich mehr Geld verdienen würde als ich, dann wäre das völlig okay. Ich hätte da kein Ego damit, zu Hause auch in Teilzeit zu arbeiten und diesen Job zu Hause zu übernehmen. Manchmal sehne ich mich sogar danach, diesen Job irgendwie, weißt du, manchmal wäre es einfacher, auch in einer anderen Welt zu sein. Aber ich fände das völlig okay. Manchmal dann lernt man irgendwie Männer von Frauen kennen, die sehr erfolgreich sind. Und dann lernst du die Männer kennen und dann beschreiben sie ihr Berufsbild und dann ist das so erklärend, so warum sie quasi nur diesen Job machen, ja, so. Oder halt teilweise der Hausmann sind zu Hause. Ey, für mich wäre das völlig okay. Mein Nachbar ist der Hausmann, mit dem ich regelmäßig joggen gehe. Liebe Grüße an der Stelle. Ich sage jetzt nicht deinen Namen, aber der geht cool damit um. Ja? Seine Frau ist Partnerin bei einer der Big Four. Eine sehr starke Frau. Ich glaube, die ist im Job auch richtig krass. Und die haben sich entschieden, dass er zu Hause bleibt, haben einen Hund, 2 Töchter. Er kümmert sich um den Haushalt. Haben schon eine Haushaltshilfe und so weiter, aber er managt alles zu Hause. Und so wie ich das von außen beurteilen darf, führt er ein sehr, sehr glückliches Leben. Ja. Aber cooler Typ, ja. Ich meine, du musst das Ego trotzdem auch irgendwie zur Seite schieben, weil klar, wenn der irgendwie unterwegs ist, tagsüber oder auf irgendwelchen Kindergeburtstagen rumhängt oder sowas, dann ist er immer der einzige Mann. Damit musst du auch erstmal zurechtkommen. Mit den ganzen Mamis dann da auf dem Geburtstag unterwegs zu sein. Ja. Also ich würde das sehr genießen, die Fahrt irgendwie zur Schule, zum Sport, im Auto mit den Kindern. Wenn du die Kinder auf dem Rücksitz hast, wenn du sie miteinander reden hörst, wie sie miteinander kommunizieren und was sie sagen, das sind so schöne Momente und ich glaube, das ist etwas, was man sehr häufig vermisst, so am Teilzuhaben, am Großwerden der Kinder und an dem Erlebten der Kinder und ich würde mir gerne eine Schürze anziehen. Ich habe großen Spaß daran zu putzen. Es entspannt mich irgendwie. Also ich hätte kein Problem damit, sofort die Hand zu heben und zu sagen, ich bin der Hausmann. Sehr schön. Okay, also an die lieben Frauen da draußen, traut euch was zu. Ihr seid stark, zweifelt nicht an euch. Legt dieses Muster bitte ab und haut rein. Wir brauchen euch. Ja. Und an die Männer da draußen, hört auf, waren wir lange Zeit vielleicht auch, irgendwie so ein Boys Club zu sein. Wie reden Männer miteinander? Welche Inhalte werden da geteilt? Wie wird über andere Geschlechter gesprochen? Aber ich glaube, da sind wir schon relativ fortgeschritten, aber da einfach vielleicht Obacht zu haben, eine Sensibilität für zu haben, dass man dieses Buddytum so der Jungs in einer Organisation, dass das eigentlich so nicht stattfinden kann. Ja, es ist vorbei. Es liegt hinter uns. So uncool. So uncool, ja. Alright. Also, cool bleiben. Bis bald bei Baba. Ciao. Ciao.